Wer schon immer auf die Malediven wollte, aber keine Lust hat, viel Geld für ein teures Luxusresort auszugeben, ist hier genau richtig. Okulas. Die gut 1000 Meter lange und 225 Meter breite Insel gehört zum Alif Alif Atoll und ist eine von rund 200 bewohnten Inseln der Malediven. Anders als die 150 Resortinseln ist sie daher auch an das öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen und sogar für wenige Euro per Fähre erreichbar. Teurer, aber dafür schneller geht es mit dem Speedboat oder dem Wasserflugzeug. Tourismus gibt es auf Okulas erst seit 2012. Davor lebten die rund 1000 Einwohner hauptsächlich von der Fischerei. Heute findet man über 30 Hotels und Gasthäuser hier. Ein Doppelzimmer inklusive Frühstück gibt es in der Nebensaison schon für unter 30 Euro pro Person am Tag. Doch Okulas ist nicht nur wegen der vergleichsweise günstigen Unterkünfte eine echte Alternative zum Resorturlaub. DJ und Inselbewohner Hus Schimbe war schon in der ganzen Welt unterwegs und weiß, warum seine Heimat bei Reisenden so beliebt ist. Es ist einer der schönsten Strände der Malediven. Deshalb glaube ich, dass es so ist. Außerdem gibt es in der Nähe sehr viele Tauchplätze und all die anderen schönen Dinge. Die Insel liegt quasi im Herzen der Malediven. Die besten Spots sind also hier. Alles ist in der Umgebung. Alles, was man aus der Werbung kennt, findet man hier in der Nähe von Okulas. Ich denke, deshalb ist es so beliebt. Die Werbeversprechen sollen hier also alle Wirklichkeit werden? Ob das stimmt, schauen wir uns in den nächsten Tagen ganz genau an. Auf und unter Wasser, an Land und auch aus der Luft. Doch womit soll man hier starten? Was ist das Highlight auf Okulas? Geht unbedingt schnorcheln, denn unter Wasser ist es am schönsten. Und natürlich relaxen und chillen am Strand. Dafür sind die Malediven schließlich bekannt. Na klar, wer auf die Malediven reist, will die Unterwasserwelt entdecken. Und das ist hier besonders komfortabel. Vom Strandufer vor der Hoteltür kann man direkt ins kristallklare Meer abtauchen und durchs Hausriff schnorcheln. Allein die gute Sicht im Wasser ist beeindruckend. Schnell begegnet man den ersten Meeresbewohnern. Kleine Fischschwärme, Seesterne und Korallen. Hin und wieder entdeckt man auch neugierige Schwarzspitzenriffhaie, große Stachelrochen oder Schildkröten. Wer unter Wasser noch mehr erleben möchte, kann ganz bequem direkt in der Unterkunft eine der zahlreichen Touren buchen. In einer kleinen Gruppe oder privat geht es in einem Speedboot dann raus aufs Meer. Besonders beliebt ist von hier aus ein Tagesausflug ins Süd-Ari-Atoll. Denn dort kann man ganz besondere Tiere besuchen. Wenn der Guide sie gesichtet hat, geht's ab ins Wasser. Dann heißt es schnell sein. Um so lange wie möglich mit den eindrucksvollen Meeresriesen mitschwimmen zu können. Rund 18 Meter lang können Walhaie werden. Sie so nah an der Oberfläche zu sehen, ist ein unvergleichliches Erlebnis. Ein paar Mal geht es auf der Tour vom Boot ins Wasser. Und mit ein bisschen Glück kann man dabei auch noch andere hier beheimatete Bewohner treffen. Nach so vielen aufregenden Begegnungen ist der Ausflug aber noch längst nicht vorbei.
Ein Zwischenstopp an einer Sandbank ist perfekt, um im türkisblauen Meer ein wenig zu entspannen, bevor es zurückgeht. Rund 150 € pro Person kostet so eine Tour. Damit gehört sie zwar nicht gerade in die Low-Budget-Kategorie, ist aber definitiv ein unvergessliches Highlight. Für alle Tierfans, die lieber im Trockenen bleiben, lohnt es sich, nicht nur an Deck die Umgebung gut im Blick zu behalten. Wenn an Land die Muscheln und Schneckenhäuser plötzlich Beine kriegen oder es über einem im Baum raschelt, gibt es mit Sicherheit etwas Interessantes zu beobachten. Meist entdeckt man dabei einen Flughund, der sich durchs Blattwerk hangelt. Vielleicht hat man aber auch Glück und kann einem Baumkletterer beim Kokosnusspflücken zuschauen. Kokosnüsse sind eine der wenigen Nahrungsmittel, die auf den Malediven nicht importiert werden müssen. Als echte Allrounder schmecken sie eisgekühlt super lecker und sind vor allem auch fester Bestandteil der hier beliebten indisch-asiatisch inspirierten Küche. Hotel- und Restaurantmanager Haris Hadi verrät, welche typischen Gerichte beim maledivischen Buffetabend nicht fehlen dürfen. Also das hier wird aus Kokosnussblütensaft gemacht. Wir nennen ihn Toddy. Es wird gekocht und dadurch reduziert. Und das ist eine Art Kokoskuchen, den wir traditionell zubereiten. Und dieses Dessert wird aus Zwiebeln, gemischt mit Kokosmilch, Maismehl und Zucker gemacht. Es ist also eine Art Pudding. Neben süßen Desserts ist vor allem die Kokosmilch auch in herzhaften Speisen zu finden, wie zum Beispiel in diesem Reisgericht. Dieser spezielle Reis heißt Masbay. Es ist auch ein sehr traditionelles Gericht. Wir bereiten es mit Fisch, Kokosmilch, Reis, Curryblättern und Gewürzen zu. Es wird alles zusammen gekocht. Also wie ein Risotto. Rund 20 Restaurants und Cafés bieten eine große Auswahl an traditioneller und westlicher Küche an. Ein Hauptgericht wie zum Beispiel ein Curry oder ein Kotoroshi bekommt man ab etwa 5 €. Einen Platz beim Dinnerbuffet gibt es für umgerechnet ca. 20 € pro Person. Gezahlt wird übrigens in US-Dollar. Vor allem wer gerne Fisch isst, dürfte sich hier auch kulinarisch wie im Paradies fühlen. Als besondere Spezialität gilt auf den Malediven der Dried Tuna. Abgedeckt mit einer Plane wird der filetierte und gesalzene Fisch auf langen Holztischen am Strand zum Trocknen ausgelegt. Anschließend wird er gezupft und zum Beispiel als Salat zubereitet oder für Masroshi zusammen mit Chili, Zwiebeln und Knoblauch in Teig gebacken. Wer bei dem herzhaft würzigen Essen Lust auf ein kühles Bier bekommt, wird hier mit der alkoholfreien Variante Vorlieb nehmen müssen. Im Gegensatz zu den reinen Resortinseln gilt auf Ukulas sowie auf allen anderen Local Islands der Malediven nämlich striktes Alkoholverbot. Auch mitbringen darf man als Tourist nichts. Staatsreligion ist der Islam. Und so gibt es auch in Sachen Kleidung ein paar Dinge, die man wissen sollte. Auf einigen Inseln kann man nicht mal ein Bikini tragen. Es hängt von der Gemeinde ab. Aber hier auf der Insel haben wir erkannt, dass Touristen kommen, um sich in der Sonne zu entspannen. Sie möchten sich sonnen und das gehört für sie einfach dazu. Und wir respektieren das. Also haben wir gesagt, es gibt einen Strandabschnitt für Touristen und einen für die Bewohner. Wenn also jemand diese Dinge nicht sehen möchte, geht er nicht zum Bikini Beach, sondern zum Local Beach. Wir respektieren die Sichtweise der Besucher und wir hoffen, dass sie ebenso unsere respektieren. Für ein respektvolles Miteinander werden Touristen also darum gebeten, sich abseits des Bikini-Beaches entsprechend zu kleiden. Für Frauen gilt, Schultern und die Beine bis zu den Knien bedecken. Für Männer sind T-Shirt und Shorts in Ordnung.
Sonnen und Schwimmen in Bikini und Badehose ist am sogenannten Bikini Beach aber kein Problem. Und der ist auf Ukulas sogar besonders großzügig. Er zählt zu den längsten unter allen Local Islands und umfasst nahezu den gesamten Sandstrand der Insel. Von schattigen Plätzen unter Palmen bis hin zu bunten Bars und einem breiten, sonnigen Uferabschnitt, hier findet jeder seinen Lieblingsplatz. Worin liegen also die größten Unterschiede zwischen einem Urlaub im Resort und einer Local Island? Und welches Ziel ist für wen das Richtige? Also, Resorts sind sehr schön, keine Frage. Und es ist alles sehr luxuriös. Es ist fantastisch, sieht fantastisch aus und ist voller Luxus. Aber wenn du auf eine Local Island gehst, lernst du das echte Inselleben kennen. Du erlebst, wie die Menschen dort leben und kommst mit ihnen ins Gespräch. So wie wir jetzt. Am Ende gewinnst du vielleicht sogar neue Freunde. Und es ist natürlich günstiger. Du genießt also die Malediven zu einem günstigeren Preis. Das kann auch für Backpacker interessant sein. Für alle, die neben den Traumstränden der Malediven in das echte Inselleben eintauchen wollen, um dabei auch Kultur und Menschen kennenzulernen, ist der Urlaub auf einer Local Island wie Ukulas also ideal. Wer auf den Besuch einer Resortinsel trotzdem nicht verzichten möchte, kann das luxuriöse Ambiente zum Beispiel auch bei einem Ausflug als Tagesgast genießen. Oder plant am besten gleich ein Inselhopping ein. Denn fest steht, jede Malediveninsel hat ihren ganz eigenen Charme, den es zu entdecken lohnt.